Vor 2 Wochen haben wir euch unser neues Projekt, das Ultimate World Traveler Bike, vorgestellt. Jetzt möchten wir euch ein bisschen näher verraten, was wir da vorhaben. Das steht jetzt noch nicht alles fest, sind auch Sachen geplant, die wir euch noch nicht sagen können, aber wir möchten euch ein bisschen einen Eindruck geben, was dürft ihr erwarten, was wird in den nächsten Wochen und Monaten zu sehen sein und natürlich auch ein bisschen neugierig machen auf das, was wir da vorhaben. Anfangen möchte ich damit, wir werden bei dem Fahrzeug einen Kettenöler von der Firma Berotec verbauen, der heißt Nofessa. Hauptzweck ist, dass die Kette immer gut geölt ist und dass man sich vor allem zum Kettenöl nicht ständig die Finger schmutzig machen muss. Das ist sonst immer einfach ein bisschen ein mühsamer Haken bei den kettengetriebenen Fahrzeugen. In Wahrheit also ein Haufen Komfort. Das andere ist, wir werden von der Firma Camel ADV Products aus Kanada 2 Teile verbauen. Das eine ist die sogenannte One-Finger-Clutch. Was ist der Clou dran? Das ist eine andere Anlenkung der Kupplung und dadurch ist die Kraft, die ich am Hebel brauche, weitaus geringer. Die werden wir verbauen, das heißt, es entspannt die Kupplungshand und macht das Kuppeln erheblich komfortabler. Das andere, was wir von der Firma verbauen werden, einige werden das für euch noch aus Super Enduro Zeiten kennen, ist ein Hitzeschutzblech für das hintere Federbein. Da wird ein Blech eingebaut, das die Hitzestrahlung, die vom Cut nach oben steigt, abreflektiert und so verhindert, dass der Cut heimlich das Federbein heizt. Werden wir auch verbauen. Dann, das Thema Navigation wird ein riesiges Thema werden und werden wir auch ausführlich bearbeiten. Da werden wir von der Firma KPITA ein Navi verbauen. Das heißt, wir nehmen nicht die klassischen Garmin-Geräte, sondern nein, wir bewegen uns in den Bereich der Smart Devices. Und werden hier eben von KPITA ein wirklich tolles Gerät verbauen, mit einer Halterung, Stromdurchführung, allem was man braucht und sogar einer Lenkerfernbedienung. Das heißt, das Ding wird sich vom Lenker aus bedienen lassen und werden wir euch zeigen, was es kann. Dann werden wir auch ganz was Luxuriöses machen, ist bei dem Bike noch ganz neu und das ist was wirklich Tolles. Wir werden eine Rekluse-Kupplung verbauen. Das heißt, das Fahrzeug kriegt eine Kupplung, die Einzylinderfahrer ganz gut kennen, die verhindert das Absterben des Fahrzeuges, wenn man stehen bleibt, beziehungsweise beim Anfahren braucht man nicht kuppeln. Das Schöne der Rekluse-Kupplung ist, man kann noch immer manuell kuppeln, wenn man das möchte. Die werden wir bei dem Fahrzeug verbauen und sind da schon sehr gespannt, wie sich das in Kombination mit dem Quickshifter fährt, weil in Wahrheit hat mein Fahrzeug immer nur noch sehr wenig Schalten braucht. Werden wir uns anschauen, wird eine wirklich tolle Sache werden. Das nächste ist, und das haben wir auch schon da liegen und freuen uns wahnsinnig, wir haben von Hahn Wheels andere Felgen für das Fahrzeug besorgt. Da ist die Idee dahinter, dass wir auf deutlich schmälere Felgen wechseln. Das heißt, wir werden vorne wechseln von einer 2,5er Felge auf eine 1,85er und hinten von einer 4,5er auf eine 2,5er. Auch wenn wir das Fahrzeug umrüsten auf Schläuche. Wozu das Ganze dient im Detail, welche Vorteile das bringt und auch welche Veränderungen im Offroad und im Straßenbetrieb, werden wir ausführlich erzählen und zeigen. Was wir jetzt schon verraten können, die Felgen schauen wirklich verdammt gut aus und sind wirklich, wirklich schön. Also allein die Optik sind solche Felgen wert. Dass sie dann im Gelände noch ein bisschen Vorteile haben, das werden wir noch verraten, woran das liegt. Dann auch werden wir mit dem Billig-Hautela das Vorwerk von dem Fahrzeug umbauen. Das hat ein paar Gründe. Das eine ist einmal mit 75 Kilo, das geht sich bei mir schon länger nicht mehr aus. Das andere ist Gepäck, kommen auch nochmal locker 30, 40 Kilo dazu. Und dazu kommt auch noch ein Fahrstil, der halt durchaus vielleicht das Bike schon ein bisschen fordert. Das heißt, wir werden hier sowohl die Federn als auch die Dämpfung adaptieren. Da werden wir sicher ein komplettes eigenes Video machen mit dem Billy, wie man das umbaut, was man da tut, was das bringt und auch warum man das durchaus machen sollte bei diesen Motorrädern, werden wir in dem Video verraten. Ich kann euch versprechen, für die Fahreigenschaften des Fahrzeuges ist so ein Fahrwerkumbau echt eine positive Sache. Auch wenn dieses Fahrzeug wirklich ein Spitzenfahrwerk hat, muss man zugeben, aber da geht noch mehr. Dann, die nächste spannende Firma ist, die wir uns anschauen werden und von der wir auch Teile einbauen werden, ist die Firma Perun Moto. Das ist eine kleine Firma aus Serbien, die baut sehr wunderschön gefertigte Gepäckbrücken für die Fahrzeuge. Und zwar machen die eins, die machen nicht eine Metallschicht, sondern die setzen 2 Metallschichten übereinander, die sie mit Dämpfern verbinden. Das werden die Leute, die vielleicht Piste oder Wüste fahren, kennen. Das hat den Vorteil, dass das Metall nicht so leicht Risse kriegt, weil es etwas gedämpfter ist. Werden wir dann verraten, was das bringt und kann und wozu sich das eignet. Dann auch, darf man nicht auslassen, ist, wir haben in dem Fahrzeug bereits von der Firma Unity einen GPS-Tracker verbaut. Es ist leider so, das lässt sich nicht vermeiden, die Fahrzeuge sind gefährdet, dass sie entwendet werden.
Alarmanlagen funktionieren natürlich, am besten funktionieren mit Abstand Schlösser, wo ich das Fahrzeug an festbaulichen Sachen montiere. Aber, und ganz wichtig ist, hier ist ein GPS-Tracker drin, kann man sich so vorstellen, sobald das Bike nur bewegt wird, ohne dass man den Alarm deaktiviert, bekommt man eine Alarmierung im Handy, kriegt mit, wenn das Fahrzeug bewegt wird und kann sozusagen unmittelbar reagieren. Auch kann man jederzeit feststellen, wo das Bike steht. Haben wir in dem Fahrzeug auch verbaut und werden wir dann verraten, was es kann, was es tut und wozu es dient. Dann ganz was Wichtiges, am 6. Dezember sind wir bei der Firma Radegarage in Prag. Der hat viele nette, schöne Produkte für das Bike gemacht. Ganz ein wichtiges wird von ihm kommen, nämlich ein Cockpit-Umbau, dass wir unsere Navigationslösung überhaupt unterbringen. Da werden wir zum Hinschauen uns anschauen, was können dieser Cockpit-Umbau, was können seine Sturzschutzvorrichtungen und auch, wir werden uns vom Rade anschauen, den Gepäckträger. Der hat etwas Besonderes gemacht, was wir uns schon länger gewünscht haben, nämlich einen Gepäckträger, wo das Gepäck ein bisschen weiter nach vorne platziert wird, wie es sonst üblich ist. Damit da leidet zwar das Sozus-Prinzip, die Sozus-Benutzung des Bikes, aber der Schwerpunkt wandert zentral ans Motorrad. Das heißt, eine Gepäcklösung, die sich für Offroad-Reisen eignet, vor allem wenn man alleine unterwegs ist. Und das muss man fairerweise zugeben, die meisten fahren das Motorrad alleine. Dann auch, wir sind alt, haben einen geschundenen Hintern. Wir werden dem Ding eine richtig gute Sitzbank von Seat Concept verpassen. Das wird eine höhere, etwas breitere werden, also wirklich auf Langstrecke ausgelegt. Man muss jetzt zugeben, KTM hat bei den Sitzbänken gegenüber früher gelernt. Das ist jetzt nicht mehr ein bezogenes Mahagoni, aber es geht noch wesentlich besser. Und da haben wir uns jetzt eine besorgt und die werden wir dann auch auf dem Fahrzeug anbringen und euch verraten, was denn so toll an dieser ist. Und natürlich, nicht unerwähnt lassen müssen wir, auf dem Fahrzeug werden wir wirklich viele schöne Sachen von Touratech verbauen. Das fängt bei einem Sturzbügel an bei dem Fahrzeug, über einen verstärkten Motorschutz, der natürlich dazu dienen soll, dass man mit dem Motorrad im Gelände einschlägt, das Motorrad nicht gleich Schaden nimmt, sondern halt der Sturzbügel bestenfalls zerkratzt wird oder der Motorschutz ein bisschen Schrammen kriegt. Aber auch von Touratech verbaut haben wir eine Lenkerhöhung, was dem Fahrkomfort enorm dient, wenn wir dann zeigen, welche Montagepositionen es gibt, welche für wen Sinn machen kann. Aber auch, und das ist natürlich das Kernproduktthema von Touratech, ist Reisegepäck. Da haben wir uns den Luxus geleistet, wirklich zwei Lösungen zu machen, nämlich einmal klassische Koffer und einmal Softbags. Da werde ich euch beide ausführlich zeigen, was da drin ist, was die können und für welche Art von Reise welches System vorteilhaft ist. Was wir gleich verraten können, es gibt nicht das perfekte Reisegepäcksystem, sondern es hängt von der Art der Reise, Größe und Ausmaß ab, mit was man da besser bedient ist. Und deswegen haben wir hier auch beides verbaut. Ich hoffe, es ist mir gelungen, euch ein bisschen Ausblick zu geben, was wir da alles vorhaben, was wir machen werden und hoffentlich seid ihr jetzt neugierig, was da so kommt. Wenn es euch gefällt, liked unsere Kanäle, ihr werdet immer am Laufenden bleiben. Und scheut euch nicht, uns Fragen zu stellen. Wir sind jederzeit gerne bereit, Fragen, die von euch kommen, entweder zu beantworten oder in weiteren Videos, weil es viel interessiert oder weil man auch was herzeigen muss, zu zeigen, was es damit auf sich hat. Also Fragen stellen, abonnieren, wir werden euch antworten. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei den weiteren Videos.